Also, ich bin Alvina, ich bin 25, habe Fachangestellte Gesundheit gelernt und besuche momentan die Pädagogische Hochschule in Rorschach, wo ich mich zur Primarlehrerin ausbilden lasse. Nebendran arbeite ich momentan noch im Theater und mache dort im Musical einen Teil der Beleuchtung. Was ist Kunst für mich? Kunst ist für mich eigentlich die Ausdrucksfähigkeit von einem Menschen. Also, wie das ein Mensch zum Beispiel seine Gefühle ausdrücken anhand von einem Gemälde oder von verschiedenen Gegenständen. Das kann aber auch anhand von einer Musik sein. Es muss nicht nur ein Gefühl sein, sondern vielleicht auch irgendeine Situation. Also es ist wirklich einfach die Ausdrucksfähigkeit. Ich finde, Kunst gelingt dann vor allem, wenn man, da habe ich das Gefühl, so in ruhigen Momenten. Also ich kann wirklich Zeit dafür nehmen. Und dieses Gefühl ist etwas, das von innen nach außen kommt und dann kann man irgendetwas gestalten oder machen. Ich bin auch viel da oben. Ich bin hier in der Nähe aufgewachsen und bin auch als Kind immer viel da oben. Wir sind da mal bröteln, spazieren. Da unten wohnt gerade mein Nachbar, der früher noch Kühe bei uns hatte. Als Kind sind wir da am Waldrand nach mit den Nachbarn Linden abnehmen, zum Lindentee machen. Ich habe auch schöne Erinnerungen. Es war immer alles so farbig und grün und hat so gut geschmeckt. Also wir sind als Kind mit der ganzen Familie einmal auch hier oben spazieren, haben Geissen mitgenommen, die Hunde. Und unsere Nachbarn haben uns einmal angeschaut oder halt andere Spaziergänger haben immer lustig drin geschaut. So haben wir dann auch mit meiner Schwester meinen ersten Joint geraucht. Es sind so viele Erinnerungen, wo ich einfach da irgendwie, durch mein ganzes Leben bin ich immer wieder hier hingekommen, an das Bänkchen, auf das Bänkchen rauf. Mit 13 hat sich etwas in meiner Familie ereignet, wo sehr viel in mir verändert hat, was den Bezug oder was eigentlich die ganze Konstellation von meiner Familie durcheinander gebracht hat. Also das war nicht das erste Mal, aber es war einfach so das Ereignis, das dazu geführt hat, dass unsere Familie schlussendlich irgendwie nicht mehr funktioniert hat als Familie. Und für mich ist das ein Ereignis zwischen mir und meinem Vater, das sich abgespielt hat. Und für mich hat sich das so, auf mich hat sich das ausgewirkt, dass ich wie ein Vertrauen verloren habe in meine Bezugspersonen und eben in die Familienkonstellation. Und speziell für mich, ich bin nachher da rauf, war 2 Stunden da oben und habe mir auch überlegt, wenn ich nichts machen soll. Ja, habe halt einfach wirklich gebrüllt, habe versucht, das zu verarbeiten. Und habe dann aber entschieden, ich gehe jetzt wieder heim, weil es muss wieder weitergehen. Und ja, so, es ist dann natürlich auch weitergegangen. Einfach anders wie vorher. Es war natürlich das Vertrauen nicht mehr da gewesen. Und eigentlich immer, wenn ich wieder da zurückkomme, erinnere ich mich daran, aber es ist immer besser.
Und das ist eigentlich so ein bisschen das schlechte Ereignis, das ich mit dem Abend verbinde. Und dann habe ich aber noch ein schönes und da bin ich vor einem Jahr abgespielt, ein bisschen mehr. Da bin ich mit meinem jetzigen Freund gefahren. Und es war schon ein kalter Abend. Und irgendwie sind wir auf der Bänkchen gehockt und es war so kalt, wir haben aber 3 Stunden miteinander geredet und er hat mich immer wieder gewärmt und hat mir irgendwie so ein Gefühl von Vertrauen, von dieser Nähe wieder geben können. Wir waren da noch gar nicht zusammen, aber durch ihn habe ich das dann so wie wieder gelernt. Und auch durch die Zeit, die ich jetzt mit ihm verbracht habe, habe ich wieder gelernt, hey, eine Familie kann funktionieren, durch das, dass ich auch seine Familie gesehen habe. Und wie schön das ist und vor allem, wie wichtig das eine Familie ist. Und ich will den Weg auch wieder zurück zu meiner Familie gebracht habe. Gefunden habe. Gerade wenn man irgendwie vielleicht mal den Halt verliert, dann gehe ich gerne da hin und liege gerne und schaue ein bisschen in den Himmel rauf und ein bisschen nachdenken über das. Und das gibt mir einfach irgendwie so wieder ein gutes Gefühl, wieder die Ruhe. Heb die. Schon wieder Angst. Ist gut. Ich will gerne etwas Farbe mit den Bierchen. So. Oder Taschenlampe. Ja, gut, eine Stirnlampe. Eine Stirnlampe? Oh, Stirnlampe. Selbst ohne Frage. Ist gut? Ja. Okay, ich bin ready.
Aber unsere Seite müssen sich dann schon ein bisschen überkürzen. Ja, ich kann schon. Sag mal einen Punkt bei dir hinein. Ja, weißt du nicht, dass es auf einmal fertig ist? Was sind es? 30 Minuten? Ja, Wir sind bei 23. ja, wenn du bei 17 angefangen hast, Nein, im Ganzen ist 23, 46. Aha, müssen wir nach 5 Minuten aufhören? Nein, müssen wir nicht. Eben, wie filmen wir die 30 Minuten? Ich weiß gar nicht, ob ich da Erfahrung sind, ich müsste mal aber drücken wir einfach rein, also kein Widerstand. Wow! 27 Minuten. Oh, 29 Minuten, shit, wir müssen raus. Stopp. Licht machen. Ohne Stopp. Ah ja, Licht machen. Genau. Licht machen. Gut. Ja, ich zoome. Yeah. Geil. Aber super. Hey. Unterschreiben noch. Ja, ja. Der Final Act.